Hallo, mein Name ist Elvan Alkan und ich habe mich entschieden, dieses Video zu drehen, weil ich dadurch hoffe, einen Arzt zu finden, der mir weiterhelfen kann. Und zwar, wie ihr schon anhand von dem YouTube-Titel rauslesen könnt, habe ich überfülltes Zahnmaterial in meiner Kieferhöhle, was durch eine, ich sag mal, fehlerhafte Wurzelbehandlung hervorgerufen wurde. Und ja, das überpresste Material liegt in meiner Kieferhöhle, was zu einer pilzhaftigen Schleimhautanschwellung führt. Und naja, es ist nicht nur an der Stelle, an der das überfüllte Material ist, sondern überall in der Kieferhöhle. Hat sich also mittlerweile sind es 3 Jahre, hat sich mittlerweile überall hingezerrt, auch in die rechte Kieferhöhle. Und ja, was ich dazu sagen muss, ist, ich war natürlich beim HNO. Ich habe alle Methoden durchführen lassen, die man sonst so macht, wenn jemand seinen Geruchssinn verliert. Das heißt, erstmal ein normales Nasenspray ausprobiert, ein Heuschnupfenspray, Cortisolspray, Cortisol-Tablettentherapie. Dazu muss ich sagen, immer wenn ich die Cortisol-Tablettentherapie ausführe, bekomme ich meinen Geruchssinn zurück. Also beim ersten Mal, das war ja so im ersten Jahr circa, da habe ich direkt meinen Geruchssinn zurückbekommen und auch nach der Tablettentherapie hatte ich noch einen Monat meinen Geruchs- und Geschmackssinn. Aber dann hat sich die Schleimhaut wieder gebildet. Es bildet sich also immer wieder die Schleimhaut. Also ist ja irgendwo etwas, was dazu führt, dass die ganze Zeit meine Schleimhaut anschwillt. Und dadurch, dass schon alle Methoden ausprobiert wurden und die Schleimhaut immer wieder anschwillt, muss ja die Ursache dieses überfüllte Material sein. Deshalb suche ich hier die Hilfe von jemandem, dieses überfüllte Material herauszuholen aus der Kieferhöhle, plus es zu sanieren und ja, möglicherweise von in die Nase zu erweitern. Das genau, diese 3 Sachen wollte man eigentlich in der Uniklinik, in der Kieferchirurgieambulanz ausführen, aber leider habe ich direkt einen Tag danach einen Anruf bekommen und die OP wurde abgesagt und mir wurde gesagt, ich soll es in einer anderen Abteilung versuchen. Und dadurch, dass ich eine Studentin bin und kein Geld habe jetzt in jedem Bundesland die Unikliniken zu besuchen, dachte ich, ich drehe ein Video und möglicherweise gibt es einen Arzt, der in dieser Richtung Erfahrung hat und mir weiterhelfen kann. Ich habe schon sehr viel recherchiert und es gibt nicht sehr viel zu diesem Thema allgemein. Ein Fremdkörper in der Kieferhöhle zu haben. Und ja, deshalb denke ich, ja, gerade weil es etwas Kompliziertes ist, in die Kieferhöhle reinzugehen, dadurch, dass ja ein Bereich ist ohne jegliche, also ein steriler Bereich ohne jegliche Bakterien, ist mir natürlich klar, dass das gefährlich ist. Deshalb bin ich hier und es gibt bestimmt irgendjemand mit Erfahrung, der mir vielleicht weiterhelfen kann, dieses Stückchen herauszuholen. Ja, mein Video folgt jetzt damit, dass ich am besten mal das Stückchen zeige und vielleicht ein paar andere Röntgenaufnahmen, die ich in den 3 Jahren machen lassen musste, ja. Was ich noch dazu sagen wollte und vergessen habe, ist, was ich auch sehr oft von Zahnärzten gehört habe, dass ich leider einen sehr kleinen Kiefer allgemein habe, also einen sehr kleinen Mundbereich, was man vielleicht an meiner Knirschzahnspange besser erkennen kann. Also die ist wirklich, wie soll ich das am besten vergleichen? Anhand von einem USB-Stick vielleicht. Also ist wirklich sehr klein. Und ja, ich denke, das ist auch so ein Bereich, was ein bisschen Schwierigkeiten bereiten könnte, leider.